Das hier, das ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 9 2024. Das hier, das ist meine 12. PC Games, die ich jemals gekauft habe, die Ausgabe 9 1994. 30 Jahre dazwischen, da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Der Blick aufs Cover verrät es. Es geht um Star Wars. Weniger als man denken möchte, aber immer noch genug für einen glücklichen kleinen Nerd wie mich. LucasArts greift an mit Full Throttle, einer Vorschau auf das nächste Adventure aus dem Hause LucasArts. Mit dem Testbericht von TIE Fighter, dem Nachfolger des Spieles X-Wing. Mit einer Vorschau auf Dark Forces, dem Shooter aus dem Hause LucasArts. Dann ist auf der Coverdisc die Vollversion von Tony and Friends in Kellogg's Land, ein gar nicht mal so schlechtes Jump'n'Run aus dem Werbespielbereich. Und wir haben einen 16 Seiten Hardware-Teil. Das war sozusagen der Beginn der PC Games Hardware-Schwesternzeitschrift. Schauen wir mal rein. Man mag das in heutiger Zeit kaum glauben, auf 1,44 Megabyte HDD-Diskette war ein komplettes Spiel, und zwar in diesem Fall Tony and Friends in Kellogg's Land, ein Werbespiel aus dem gleichnamigen Hause, nämlich für die Frühstücksflocken. Und das war tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Es war ein ganz passables Spiel und es war, wie gesagt, komplett umsonst, denn es war ein Werbespiel. Das war mal eine kurze Welle an Werbespielen und irgendwann ist es dann auch wieder abgeflacht. Es war den Herstellern wahrscheinlich einfach zu teuer. Hier in der Mitte eine Besonderheit, es gibt nämlich ab sofort die PC Games nicht nur mit einer Cover-Diskette, es gibt ab sofort die PC Games auch mit einer Cover-CD-ROM. Massig mehr Inhalt, aber natürlich auch ein deutlich höherer Preis. Hier hinten ist dann nochmal eine Werbung für das Heftchen und ja, da sehen wir es, 19,80 Mark im Vergleich zu den bisherigen 7 D-Mark. Das war natürlich ein gewaltiger Preissprung, den vielleicht zu der Zeit noch nicht jeder mitgehen wollte. Aber irgendwann, wissen wir, hat sich die CD natürlich endgültig durchgesetzt. Wir steigen ein mit den Vorschauartikeln von der CES, der großen Messe, und hier geht's gleich los mit der Vorschau auf Full Throttle, dem nächsten Adventure aus dem Hause LucasArts. An Full Throttle erinnere ich mich sehr, sehr gut. Ein richtig gutes Spiel, das tatsächlich nicht jedem gefallen hat, aber ich fand's mega. Ich fand diesen Soundtrack, die Story, diese Abläufe, die Actionsequenzen, all das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es war zwar vom Adventure-Anspruch her deutlich, deutlich einfacher, aber mich hat's von der Stimmung damals total gepackt und ich freue mich wahnsinnig auf den Testbericht. Auf der anderen Seite haben wir hier noch einen kurzen Vorschaubericht über Stonekeep. Es wird kurz erwähnt, Stonekeep, wissen wir, ist schon seit langer, langer Zeit in Vorankündigung und es wird auch immer noch eine ganze Weile brauchen, bis es denn endlich kommt. Das Cover hat's versprochen und hier ist er, der Vorschauartikel zu Dark Forces, dem Shooter aus dem Hause LucasArts mit der Lizenz für Star Wars. Vielleicht technisch nicht das ausgereifteste Spiel dieser Zeit, aber es war natürlich vom Setting her für Star Wars-Fans einfach ein gefundenes Fressen. Es ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, nach heutigen Maßstäben nicht mehr Kanon, denn man findet da die Todessternpläne und wir wissen alle, in Rogue One wurde diese Story anders erzählt. Nichtsdestotrotz immer noch ein geniales Spiel, ein richtig toller Titel mit Star Wars Lizenz und es gibt ein richtig gutes Remake. Das solltet ihr euch auf jeden Fall unbedingt nochmal angucken. Das macht immer noch eine Menge Spaß. Tja, laut Cover ein Riesenartikel und leider ist es hier nur ein kleiner Vorschaukasten, aber der macht schon richtig Lust auf mehr. Wir hatten es vor einigen Ausgaben schon auf dem Cover, Rise of the Robots. Hier ist nochmal ein ganz kurzer Vorschauartikel, eine kleine Erwähnung. Und wir wissen, es ist immer noch in Entwicklung und es wird nicht das halten, was es verspricht. Und die PC Games ist hier schon auch etwas verhaltener. Da steht nämlich, das Spiel macht erstaunliche Fortschritte, kann sich aber in seiner jetzigen Form nicht mit Mortal Kombat messen. Dafür haben die riesigen Roboter einfach zu wenig Schläge. Aber vielleicht ändert sich daran ja noch etwas. Tja. Wir wissen, daran hat sich gar nichts geändert. Oh mein Gott, sorry für die, die damals Geld dafür ausgegeben haben. Ein weiteres Game aus dieser Zeit, das richtig legendär ist und auf das ich mich wahnsinnig freue, wenn es dann mal in den Testbericht kommt, ist Descent. Ja, das war ein nicht nur Ego-Shooter, das war ein richtiger 3D-Effekt. Knaller, muss ich schon sagen. Ich erinnere mich, ich saß damals mit einem Kumpel vor dem Monitor und wir haben versucht, um die Ecke zu gucken, so nach oben irgendwie, weil wir dachten, na, vielleicht lauert ja ein Roboter. Und das ging natürlich nicht, weil, naja, war eben nicht VR, war nur 3D. Und man wusste irgendwann auch nicht mehr, wo ist oben, unten, links oder rechts. Also ein richtig tolles Spiel. Auf Descent freue ich mich definitiv auch auf den Testbericht.
Hier noch ein paar Screenshots aus dem Hause Papyrus für das nächste Rennspiel, nämlich NASCAR Racing, den sozusagen Nachfolger von IndyCar Racing, und hier drüben noch für das Discworld-Spiel. Auch das ist gerade in der Entwicklung. Und aus dem Bereich Kurioses, von dem ich noch nie was gehört habe, hier die Vorschau auf Virtual Guitar. Auf der Messe wurde das vorgestellt und ich muss sagen, von diesem System habe ich tatsächlich noch nie etwas gehört oder gesehen. Den Artikel habe ich damals offensichtlich überlesen und ich kann mich auch nicht erinnern, dass das irgendjemand in meinem Bekanntenkreis hatte. Kennt jemand von euch dieses System Virtual Guitar? Hatte das jemand? Es erinnert so ein bisschen an Rockband, dann später auf der PlayStation, aber Virtual Guitar? Keine Ahnung, absolut keine Ahnung. Das hier ist mir aufgefallen. The Daedalus Encounter, an das Spiel erinnere ich mich allerdings nur vom Namen her. Aber als ich die Schauspielerin gesehen habe, ist mir aufgefallen, Mensch, die war doch kurz danach dann in True Lies als Bösewichtin im Einsatz. Also zur damaligen Zeit war True Lies mit Arnold Schwarzenegger noch gar nicht erschienen. Der würde erst kurz danach erschienen gewesen. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Und auf der Vorschauseite von Virgin kann ich mich gleich noch entschuldigen für die letzte Ausgabe. Da ist mir doch glatt ein Fauxpas unterlaufen. Da sind nämlich nochmal Vorschaubilder für Legend of Kyrandia 3 und ich habe dieses Adventure tatsächlich, es sei mir verziehen, in das Hause Sierra gepackt. Und natürlich ist Legend of Kyrandia 3 aus dem Hause Westwood und ja, nicht von Sierra. Trotzdem ein gutes Adventure geworden. Und jetzt wird's wuselig, denn wir kommen zum Spiel des Monats und das ist Theme Park aus dem Hause Bullfrog. An das erinnert sich, glaube ich, jeder von uns, oder? Ganz ehrlich, Theme Park, entweder man hat's gespielt oder man hat's gesehen. Und ich muss ja sagen, ich erinnere mich tatsächlich sehr, sehr gut an das Intro, was hier drüben auch extra eine Würdigung bekommen hat und dieses Intro war wirklich genial und ich höre heute noch die Spielfiguren, wie sie zueinander sagen, oh Dad, I'm really bored und dann der Advisor, der aus dem Fernseher kommt und die Kinder mitnimmt. Also an das erinnere ich mich tatsächlich sehr gut. Ans Gameplay, muss ich sagen, habe ich keine sehr großen Erinnerungen mehr, weil ich ehrlich gesagt ein absoluter strategieunfähiger Spieler war und bin. Dementsprechend kam natürlich die Wuseligkeit und die grafische Aufbereitung dieses Spiels voll bei mir an, aber die Spieltiefe, mit der konnte ich tatsächlich nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich war dem einfach nicht gewachsen, beziehungsweise ich habe da nach einiger Zeit auch einfach nicht mehr genug Lust gehabt. Aber es war schon ein richtig klasse Spiel. Es hatte eine tolle Grafik, die allerdings anspruchsvoll war, also das Spiel in SVGA laufen zu lassen, war auf vielen, vielen Rechnern kaum möglich. Auf einem 486DX33, den ich hatte, ging das mal gar nicht in SVGA. Da musste man dann einfach auf VGA umschalten. Und außerdem erinnere ich mich, dass die Sounds zum Beispiel irgendwann ein bisschen genervt haben. Es war so ein bisschen repetitiv, muss ich mal googeln danach, nach dem Wort. Jedenfalls, es hat sich einfach wiederholt. Auch die Animationen, an denen hatte man sich irgendwann tot gesehen und darunter steckte aber eine richtig gute Wirtschaftssimulation, bei der man ganz, ganz viele Parameter einstellen konnte und wirklich sehr tief eintauchen konnte, um seinen Park zu managen. Es gab wirklich viele, viele Möglichkeiten, da wirtschaftlich einzugreifen. Mach die Pommes einfach etwas salziger und stell eine Bude daneben, die Getränke verkauft und setzt dann die Preise etwas höher an. Dann hast du einen größeren Profit. Das waren eben die Stärken und Feinheiten von Theme Park. Jeder, der es gespielt hat, der wird sich erinnern, das war ein richtig großartiges Spiel aus dem Hause Bullfrog, die es heute leider auch schon nicht mehr gibt. Wurden von EA geschluckt. Und es geht weiter mit den großartigen Spielen aus der Reihe der Star Wars Games und wir müssen uns zurückversetzen. Es war damals 1994 ja so, es gab nur die 3 Hauptfilme. Es gab ansonsten kaum Material und alles, was in dieser Richtung Star Wars kommt, war natürlich für Fans ein absolut gefundenes Fressen und die Spiele haben da einfach so ein bisschen die Pionierrolle eingenommen, dass man auch mal wieder neues Material hatte. Und in diesem Fall konnte man sogar zum allerersten Mal auf Seiten des Imperiums auf Jagd nach den Rebellen gehen und das war schon richtig sensationell. Grafisch war es eine Aufbereitung der X-Wing Engine, das heißt, es hat nicht den riesengroßen technischen Sprung gemacht, aber es war spielerisch einfach klasse. Sounds war natürlich, ja klar, Star Wars Sounds hauen halt einfach rein. Es war eine tolle Musikuntermalung von John Williams und einfach von vorne bis hinten ein richtig tolles Spiel.
Die PC Games honoriert dies auch dementsprechend mit einer hohen Wertung. Allerdings sagen sie auch ganz ehrlich, Spiel des Monats, das ist es eben nicht geworden, einfach weil Theme Park in diesem Fall die Nase vorn hat mit einem frischeren Setting, mit höherem Innovationsgrad, denn X-Wing und TIE Fighter ähneln sich dann doch sehr stark und TIE Fighter ist in dem Fall jetzt einfach nicht die große Revolution, sondern eher eine Evolution. Für mich aber spielerisch war das absolut der Brenner und ich habe dieses Spiel tatsächlich geliebt. Und nicht nur ich, mein Kumpel Cäsar Commodus hat mir wieder mal Fotos geschickt von seiner Spielepackung. Er hat sie noch. Damals mit dem Taschengeld hart erarbeitet, mit Ferienjobs und dann gekauft und niemals weggeworfen. Pfandflaschen bringt er weg, aber Spieleboxen, die hat er Gott sei Dank alle aufgehoben. Und da sehen wir sie, die Disketten. Wir sehen das Handbuch. Es war auch jeweils immer noch ein großes, dickes Buch dabei, in dem eine Geschichte aufgeschrieben war, die einem mehr über die Hintergründe verraten hat. Also die Spiele waren schon richtig aufwendig, dann aufgemacht und verpackt und mit Materialien ausgestattet. Das ist natürlich heute in Zeiten der digitalen Vertriebe nicht mehr so. Wohl dem, der diese alten Dinger einfach noch aufgehoben hat. Danke für die tollen Bilder. An dieser Stelle muss ich auch mal ganz klar sagen, an euch da draußen, die ihr meine Videos schaut und YouTube behauptet, ihr seid zwischen 35 und 54 Jahre alt und zu 100% männlich. Wir wissen's, das war eine tolle Zeit und wenn ihr noch Material aus dieser Zeit habt, egal was kommt, werft es nicht weg. Behaltet es, nicht wegwerfen, bitte auf keinen Fall. Und wir widmen uns natürlich jetzt nicht noch den Spielspaß-Gurken, die einfach keine guten Wertungen bekommen haben, aber an diesem Spieleartikel ist mir eine Sache aufgefallen und das kann ich euch nicht vorenthalten, weil ihr wisst genau, worum es geht, wenn es um das Starten von Spielen zur damaligen Zeit ging. Und hier steht es nämlich auch, so eine richtig, richtig typische Passage. Dass man mindestens 1 Megabyte EMS-Speicher konfigurieren muss, so erfährt man beim Programmstart, dass man auf keinen Fall einen Speichermanager wie emm386 verwenden darf. Wie soll das funktionieren? Darüber hinaus verlangt das Spiel ein Minimum von 602 Kilobyte verfügbarem Hauptspeicher, sodass Besitzer einer Soundkarte, die diverse Treiber benötigt, vor dem nächsten Problem stehen. Für Laien, denen AutoExec-BAT und ConfigSys Bücher mit 7 Siegeln sind, eine scheinbar unlösbare Aufgabenstellung. Wenn alles nichts hilft, muss eben ohne Sound gespielt werden. Ja, so war das damals. Oh mein Gott, Bootdisketten schreiben. Das hier noch ein Testbericht aus der Kategorie, oh, da habe ich vielleicht was verpasst zur damaligen Zeit. Das Spiel sagt mir überhaupt nichts. Das Spiel Overlord, aber ich habe auf die Screenshots geschaut und dachte, das sieht richtig gut aus. Also da muss sich Origin mal richtig warm anziehen. Richtig fette Grafik und laut Testbericht auch noch richtig schnell. Also da ist mir offensichtlich ganz definitiv irgendwas entgangen, was ich mir mal hätte anschauen müssen. Also hier richtig gute Spielspaßwertungen, überhaupt sehr viel Lob seitens der PC Games. Aber ja, schade, ist mir entgangen. Kennt es einer von euch, dieses Spiel? Hat das jemand gespielt? Und wie jede Ausgabe widmen wir uns wieder der Leserbrief-Section von Rainer Rossiert, unserem geliebten Rossi, der mit seiner unnachahmlichen Art immer noch in den Herzen vieler, vieler ehemaliger und aktueller PC-Games-Leser einen Platz hat. Und ich möchte diesmal nicht auf einen Leserbrief eingehen, sondern auf einen Text, den er selber geschrieben hat, der lautet nämlich in eigener Sache. Und der ist witzigerweise so richtig passend, denn es geht um Folgendes. Ist es euch schon aufgefallen, in den Leserbriefseiten sind Briefe von weiblichen Lesern so häufig wie die Zähne einer Henne. Das gibt uns natürlich zu denken und wirft viele Fragen auf. Gibt es so wenig Frauen, die gelegentlich ein Spielchen am PC wagen? Falls dies der Fall sein sollte, wüssten wir gerne, warum das so ist. Gefallen euch die Spiele nicht? Kann es daran liegen, dass es in den wenigsten Spielen einen weiblichen Hauptdarsteller gibt? Wünschen sich Frauen vielleicht ganz andere Spiele? Lesen Frauen unsere Zeitschrift nicht? Warum? Was haben wir euch getan? Was könnten wir da besser machen? Oder wollt ihr euch nur nicht in der Öffentlichkeit äußern? Wollt ihr diese Seiten ganz und gar den Männern und was man halt leichtfertig so nennt, überlassen? Oder wie? Oder warum? Oder was? Falls an dieser Stelle auch männliche Leser zulesen, möchte ich Sie bitten, diese Zeilen einem weiblichen Wesen vorzulegen, das zumindest schon gelegentlich an einem PC gesehen wurde. Und nun, die Kommunikationsbereitschaft zu fördern, verlosen wir unter den weiblichen Personen, welche bereit sind, uns diesbezüglich weiterzuhelfen, 5 Spiele, natürlich für den PC und etliche Kleinigkeiten. Was halt noch so rumliegt.
Da wir euch weder einen Staubsauger noch die Mitgliedschaft in einem Buchclub andrehen wollen, rechne ich eigentlich schon mit etlichen diesbezüglichen Zuschriften. Ich hoffe nicht, im nächsten Monat als naiver Optimist dazustehen. Das würdet ihr doch sicher nicht wollen. Oder doch? Lieber Rainer, das passt tatsächlich und lass mich dir sagen, wenn du da draußen irgendwo bist, auch die Zuschauer meines YouTube-Kanals sind zwischen 35 und 54 Jahre alt im Großteil und zu 100% laut YouTube männlich. Tja, das gibt einem doch zu denken. Pinball Dreams dürfte wohl jedem ein Begriff sein. Hier ist der Testbericht zu Pinball Dreams 2. Ein, im Grunde nicht schlechtes Spiel. Es ist im Grunde ein Aufguss des ersten Teils mit neuen Tischen, was ja nichts Schlechtes sein muss. Was aber der PC Games sauer aufstößt, es hat einen Vollpreis und es muss aber zwingend vorausgesetzt der Teil 1 besessen sein. Man muss den Teil 1 haben. Und zwar nicht deshalb, weil das Spiel irgendwie nur die Dateien davon verwenden würde. Nein, es wird einzeln installiert. Nein, man braucht das Handbuch des ersten Teils und zwar wegen des Kopierschutzes. Dümmer geht's kaum. Auf der Verpackung wird Pinball Dreams 2 als Erweiterungsprogramm für das Originalspiel Pinball Dreams deklariert. Requires Original. Tja, in Wahrheit handelt es sich bei Pinball Dreams jedoch um ein voll eigenständiges Spiel, das auch ohne den ersten Teil problemlos betrieben werden kann. Es gibt aber eine Passwortabfrage. Und zwar, man muss ein Wort aus dem Handbuch eingeben. Und was nicht drin steht, man muss das Wort aus dem Handbuch des ersten Spiels eingeben. Nicht aus Pinball Dreams 2, sondern von Pinball Dreams 1. Also ganz ehrlich, wer sich das damals ausgedacht hat, der gehört doch wirklich in die Hölle des Kopierschutzes. Und mal ganz ehrlich, hat so eine Maßnahme eigentlich irgendetwas bewirkt oder irgendwie irgendjemand davon abgehalten, diese Spiele damals zu kopieren? Ganz ehrlich, da waren doch schon immer lediglich nur die gestraft und angekniffen, die diese Spiele ehrlich erworben haben. Für die Wirtschaftssimulationsenthusiasten ist neben Theme Park in dieser Ausgabe auch noch Pizza Connection drin. Also auch das ein Spiel, das ich gut in Erinnerung habe, aber das war tatsächlich, weil ich eben keine Wirtschaftssimulation mochte, nicht so ganz meins. Habe ich mir mal angeschaut beim Freund, aber das war nun wirklich nicht das Spiel, das ich dauerhaft spielen wollte. Sowas hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Aber er hatte damit viel Freude und es war ein definitiv witziges Spiel. Man konnte Läden eröffnen, man konnte seine eigenen Pizzen kreieren und ja, man wurde einfach immer erfolgreicher, das, was eben eine Wirtschaftssimulation ausmacht. Es hat sich mit der Zeit ein bisschen totgelaufen vom Spielprinzip her, das hat auch die PC Games geschrieben, aber ich glaube, für die Liebhaber italienischer Rundgebäcke war es auf jeden Fall einen Blick wert. Dieser Titel lässt mich definitiv nicht mehr los. Wing Commander Armada. Jetzt haben wir schon die 3. Ausgabe und hören von diesem dieser Spieleauskopplung, diesem Multiplayer-Test-Center, würde ich mal eher sagen. Ja, hier ist jetzt der Testbericht zu Wing Commander Armada, der Auskopplung aus der Wing Commander-Reihe. Und hier steht ganz klar drin, ja, vollwertiges Spiel ist es eben nicht. Es hat einfach kaum Story, es hat kaum spielerischen Inhalt. Es ist eine tolle Sache, wenn man Multiplayer-Schlachten austesten möchte. Aber einfach zum Spielen bietet es sehr, sehr wenig. Also es hat viele gute Anleihen an Wing Commander, klar, die Grafik, die Raumschiffe, all das ist da, aber es gibt eben null Story und man hat so ein bisschen das Gefühl, das schreibt auch die Petra Mauerröder hier unten, dass man vielleicht gegen TIE Fighter bestehen wollte, weil Wing Commander 3 eben noch nicht fertig war. Man weiß es nicht genau. Irgendwie haben sie das Ding eben rausgeschoben und tatsächlich war es für mich nicht einmal einen Blick wert, weil ganz klar war, das ist nicht meins. Ich warte auf Wing Commander 3, was dann richtig genial wird. Und ja, Wing Commander Armada habe ich definitiv komplett links liegen lassen. Wir schauen wieder auf die aktuellen Spielecharts. Was hat sich getan? Die Siedler sind neu auf Platz 1. SimCity ist abgerutscht auf Platz 2. Anstoß ist noch dabei. Battle Isle 2, TFX Ultima 8. X-Wing immer noch im 17. Monat in den Charts. Wow, Wahnsinn. UFO Enemy Unknown, Sam & Max, IndyCar Racing. Dann haben wir die üblichen Verdächtigen. Aufgefallen ist mir hier noch auf Platz 17 Pacific Strike, das war auch im Vormonat schon da, aber neu dazugekommen auf Platz 20 1942 Pacific Air War, der Konkurrent zu Pacific Strike. Nun befinden sich beide 1942 Simulationen in den Charts. Bei den CD-ROM-Charts hat sich nicht so wahnsinnig viel getan.
Rebel Assault ist immer noch auf Platz 1. Rebel Assault, der Dauerbrenner in den CD-ROM-Charts. Dann BattleEye 2, Ultima 8, Day of the Tentacle, Comanche, Strike Commander, TFX 7 Max, Mega Race und Anstoß, die World Cup Edition. Also auch hier eigentlich relativ unverändert. Eine Rubrik, die mir so damals ein bisschen durchgefluscht ist, ist Down the Drain. Mensch, das wusste ich gar nicht mehr. Das waren ja die Artikel, die von Rainer Rossiet geschrieben wurden. Er hat die Spiele genommen, die absolut schlecht waren und hat sie in seiner unnachahmlichen Art zerrissen, wie man das so schön sagt. Und ja, das müssen wir uns definitiv die nächsten Ausgaben immer wieder mal anschauen, Down the Drain, weil Rainer Rossiet ist einfach eine PC-Games-Legende. Ne? Er schreibt hier, leider präsentieren sich heute diese Rubrik im Gegensatz zu mir in leicht abgespeckter Form. Sollte es ein böses Omen sein, dass uns diesen Monat so wenig schlechte Spiele zugetragen wurden? Naja, also er geht hier auf Star Wars Jazz ein und auch wenn es ein Star Wars Spiel ist, so taugt es doch überhaupt nichts. Es macht keinen Spaß und es ist auch nicht gut und es hat auch keine gute KI. Er schreibt nämlich hier, ich bin ein lausiger Schachspieler, dennoch hatte ich keine Probleme, mich auf dem Brett zu behaupten. Das gab mir zu denken. Andere Schachprogramme putzten mich immer in wenigen Zügen von der Platte. Eine Partie Briefschach mit einem menschlichen Gegner ist da wesentlich ergiebiger und geht wahrscheinlich auch noch schneller. Also Down the Drain definitiv eine Rubrik, die wir uns immer wieder mal anschauen müssen. Auf dem Cover wurde es angekündigt, es geht natürlich auch wieder um Hardware. Es gibt einen großen Hardware-Teil. Hier geht es um die Soundkarten zum Beispiel. Und der Hardware-Teil wurde dann später irgendwann ausgelagert in das Schwesternmagazin PC Games Hardware. Und es ist schon kurios, wenn man sie hier sieht, ne? Die alten Steckkarten, besonders hübsch waren sie nicht. Hauptsache, sie haben funktioniert und es ging bei den Soundkarten natürlich vor allem darum, wer kann mit Soundblaster mithalten in Sachen Tonerzeugung und wer macht im Bereich MIDI die schönsten Instrumente. Und am Ende des Artikels haben wir dann hier auch noch eine Übersicht, da sind nochmal alle Features verglichen und dann sehen wir auch die Preise. Ja, es gibt ganz unterschiedliche. Ne? Es fängt an bei 149 Mark, es geht auf 759 Mark hoch, 599. Also Soundkarten waren nicht wirklich günstig. Überhaupt war Hardware, das haben wir ja festgestellt damals, alles andere als günstig. Da sind wir heutzutage definitiv besser dran. Und hier ist noch ein kurioser Artikel. Es geht nämlich um Befehle, die man in MS-DOS einsetzen kann, um das Betriebssystem zu steuern. Und ja, das ist einfach halt eine kuriose Geschichte und Gott sei Dank lange, lange vorbei. Aber darauf wollte ich gar nicht raus. Auf der nächsten Seite ist nämlich ein Artikel über den DX4. Oh mein Gott, es wird megahertztechnisch aufgerüstet. Und der DX4, der aber in Wahrheit eigentlich ein DX3 ist, wenn man es genau nimmt, weil er hat nämlich eben nicht die vierfache Megahertzzahl, sondern es ist nur das Dreifache. Die eigentlichen Rechenoperationen laufen beim DX2 jedoch mit doppelter, beim DX4 mit dreifacher Geschwindigkeit ab. Genau genommen wäre die korrekte Bezeichnung für den DX4 also DX3, aber Intels Marketingstrategen haben da so ihre eigenen Ansichten. Der DX4 läuft dann intern mit 99 Megahertz. 99 Megahertz. Ganz ehrlich, ich hatte zu dieser Zeit, ich habe es schon öfter gesagt, einen 486 DX33 und 99 Megahertz, das klang so unfassbar schnell und im Vergleich zu heute ist es so unfassbar langsam. Wir schauen auf die Coming-Up-Section. Womit geht's denn weiter? Ein großer Vorschaubericht aus dem Hause Virgin. Hanse die Expedition 11th Hour als CD-ROM, interaktiv, Film, Spiel, man weiß es nicht genau. Und eine Vorschau auf System Shock. Wow, der Klassiker System Shock. Da freue ich mich auch besonders drauf. Da ist sie schon, die Ausgabe 1094. Damit geht es dann beim nächsten Mal weiter. Und wir sehen hier 11th Hour, Grafikdemo oder Spiel, man weiß es nicht genau. Neues von Virgin, CD-ROM-Hits am laufenden Band und eine Vorschau auf Armored Fist, den Nachfolger von Comanche, das Spiel mit der schnellen Voxel-Grafik. Und wir gucken vielleicht drauf, ob das auch was kann. Es wird mich wahnsinnig freuen, wenn ihr wieder mit mir dabei seid und in dieses alte Heft reinschaut. Bis dahin, habt Spaß! Zockt ein bisschen und vielleicht sehen wir uns dann mit der nächsten Ausgabe wieder.